Winter im Erzgebirge. Das perfekte Setting für meine Mission, die absolute Entspannung. Ich hätte meinen Bizeps trainieren sollen. Ja. War vielleicht doch nicht so eine gute Idee, den Teller zu wählen. Und ich habe mir eine kleine Challenge gesetzt, den kompletten Ruhepuls erreichen. Krass, 102. Das ist ganz schön viel. Aber zum Glück habe ich mir Tipps von Profis geholt. Richte deine Sinne nach und nach auf deine Umgebung. Sieht eher aus wie ein Putzlappen als ein Baum. Wandern, Töpfern und Soundbathing. Was davon bringt meinen Puls so richtig runter? Oh no. Das war zu stark. Ne? Meine kleine Winter-Challenge startet in Wolkenstein, etwa 30 Kilometer südlich von Chemnitz. Also mein Puls, der liegt gerade so bei 98. So ein normaler Ruhepuls, der ist so zwischen 60 und 80 Schlägen pro Minute. Also da ist durchaus noch Luft nach unten. Und folgende Situation, es sind gerade 2 Grad draußen und ich dachte mir, wandern bei diesen kuscheligen Temperaturen, das ist doch eine glorreiche Idee. Um mehr zur Ruhe zu kommen, habe ich Expertinnen um Rat gefragt. Der erste Tipp kommt von Isa. Auf Instagram gibt sie Impulse für mehr Bewusstsein im Alltag. Mir hilft es beim Thema Achtsamkeit vor allem auch einfach ohne Ablenkung in der Natur unterwegs zu sein. Also wirklich mein Handy mal in der Tasche zu lassen, wirklich einfach meine Umgebung und die Natur um mich herum wahrzunehmen. Okay, also auf jeden Fall ein cooler erster Tipp für den Start. Ich packe mein Handy jetzt in den Flugmodus und sonst die einzige Technik, die ich jetzt noch an mir dran habe, ist meine Uhr, aber die brauche ich ja auch später nochmal zum Pulsmessen. Das ist übrigens meine kleine Rundtour für heute. Ich starte im Zentrum von Wolkenstein, dann laufe ich weiter nördlich in die sogenannte Wolkensteiner Schweiz und mache dann noch einen Abstecher zum Ortsteil Warmbad. Sind am Ende etwa 6,5 Kilometer. Schon nach den ersten Schritten wartet ein Highlight auf mich, das wunderschöne Schloss Wolkenstein. Hier drin gibt es einen historischen Trausaal, wo man sich ganz romantisch das Ja-Wort geben kann. Ich weiß, Wandern klingt jetzt erstmal nach Anstrengung, vor allem wenn man viele Höhenmeter überwinden muss. Aber ich habe mir natürlich extra eine Route rausgesucht, die nicht so viele Höhenmeter hat. Genauer gesagt nur läppische 150 und die mache ich auch ganz entspannt. So entspannt, dass ich mich erstmal verlaufen habe. Nach kleinen Umwegen bin ich dann auch beim nächsten Highlight meiner Winterwanderung angekommen, das Wolkensteiner Felsengebiet, auch bekannt als Wolkensteiner Schweiz. Ich kann fast erahnen, woher der Name kommt. Von hier oben hat man einen richtig tollen Blick auf die Tschopau. Hallo! Hallo. Ihr macht auch eine kleine Winterwanderung hier? Ich meine, es sind ja schon frostige Temperaturen draußen. Nö, das ist wunderbar, schön. Heute ist auch wunderbares Wetter und die Sonne lacht. Und wir genießen das jetzt hier zu sitzen und durch die Wälder zu streifen. Macht ihr das öfter? Oder? 2-mal die Woche machen wir das. Wir kommen aus Freiberg übrigens und fahren dann immer im Erzgebirge herum und suchen uns Wanderungen heraus. Schön. Ich glaube, heute wären es so 16 Kilometer. Und also ich liebe das Erzgebirge vor allen Dingen im Winter. Ja. Auch. Da ist auch gar nicht so viel los. Ja. Da trifft man nicht so viel. Und man muss nicht irgendwo hinfahren. Hier, also Das fantastisch. reicht schon aus. Ja. Was macht ihr denn eigentlich, um den Alltagsstress zu entfliehen? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Schon schön. Ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, um mir mal den nächsten Tipp abzuholen. Der kommt diesmal von Pauline. Sie liebt es, draußen zu sein und inspiriert auf Instagram mit Themen rund um Naturverbundenheit, Achtsamkeit und Selbstfindung. Und ja, erwischt, dafür luge ich dann doch auf mein Handy. Hi, ich bin Pauli und ich möchte einen Tipp mit dir teilen für deine nächste Auszeit in der Natur. Versuch einfach mal ganz langsam zu machen und richte deine Sinne nach und nach auf deine Umgebung. Was kannst du hören? Was kannst du sehen? Was kannst du vielleicht sogar riechen? Diese kleine Achtsamkeitsübung hilft mir im Alltag super oft dabei, um im Hier und Jetzt anzukommen. Und der Kopf, der wird automatisch dadurch leichter.
Okay, also ich höre ganz leichtes Blätterrauschen. Riechen tue ich gar nicht so viel. Wahrscheinlich, weil es ein bisschen kälter draußen ist. Und ich bin froh, dass ich die Sonne im Blick habe. Über die freue ich mich heute ganz besonders. Laura ist ebenfalls häufig in der Natur unterwegs und setzt sogar noch einen drauf. Manchmal habe ich sogar auch ein Blatt Papier und einen Stift dabei und dann male ich das Ganze auf. Dann kann ich mir das im Nachgang nämlich nochmal anschauen und mich nochmal in diesen Moment zurückversetzen. Ich kann das wirklich gar nicht. Ich bin grottenschlecht im Malen. Sieht eher aus wie ein Putzlappen als Baum. Wer genauso wenig künstlerisch begabt ist, dem hilft vielleicht Johannas Tipp. Das, was ich auch immer wieder leidenschaftlich gerne tue, ist, ein Buch und einen Stift mitzunehmen und mich einfach mal raus in die Natur zu setzen. Und dann zu journalen, um dann einfach mal runterzufahren und sich wirklich alles von der Seele zu schreiben. Denn alles, was du rausschreibst, ist raus aus dem Kopf und hilft dir erstmal wieder, Klarheit und Struktur zu gewinnen. Für mich geht's die nächsten 2 Kilometer weiter nach Warmbad. Das hier ist übrigens nicht meine erste Wandertour für Hinreisend. Ich habe mir nämlich mal die Challenge gegeben, das Bronzeabzeichen der Harzer Wandernadel in 2 Tagen zu erwandern. Wo ich da war und ob ich das überhaupt geschafft habe, das seht ihr hier oben, wenn ihr hier hinklickt. Ich bin in Warmbad angekommen. Und der Name ist Programm, denn hier soll es die wärmste Thermalquelle Sachsens geben und auch die älteste, denn sie wurde schon im Mittelalter um das Jahr 1385 entdeckt. Also sind wir mal ehrlich, hier in der Silbertherme wäre ich absolut zur Ruhe gekommen. Aber ich wollte mir und vor allem euch mal beweisen, dass es sich durchaus lohnt, im Winter auch mal vor die Tür zu gehen. Und deswegen gucke ich mir jetzt noch mal den nächsten Tipp an. Gysi gibt auf Instagram Tipps, wie man am besten das Nervensystem beruhigen kann. Meine Top 3 Tipps, um in der Natur das Nervensystem wieder so ein bisschen runter zu regulieren, sind auf jeden Fall barfuß gehen. Eine weitere Übung ist das Atmen in Verbindung mit Naturgeräuschen. Als letzten Tipp kann ich dir mitgeben, wirklich mal in Kontakt mit Natur zu kommen. Fass mal an einen Baumstamm, streife über Gräser, halt deine Hand in fließendes Wasser oder vielleicht sogar Matsch. Diese sensorischen Reize helfen deinem Körper sofort wieder aus dieser Überregung rauszukommen. Okay, also Tipp 1 verschiebe ich mal auf den Sommer. Ich glaube, ich bin heute eine kleine Frostbeule. Tipp 2 haben wir schon gemacht und Tipp 3 machen wir jetzt nochmal. Meine Winterwanderung neigt sich dem Ende zu. Mal schauen, ob sich mein Anfangspuls von 98 inzwischen gesenkt hat. Ich gucke mal auf meinen Puls. Ja, so ein Puls von 92, also wir haben uns jetzt nicht so krass verbessert. Es geht auf jeden Fall noch besser, aber es war ein solider Start in meine Challenge. Ich fahre jetzt nach Annaberg-Buchholz, etwa 20 Autominuten von Wolkenstein entfernt. Also wir halten fest, mein Puls, der hat noch nicht so ganz den absoluten Ruhepunkt erreicht, aber vielleicht hilft es ja, meine Hände zu beschäftigen und den Kopf mit etwas Kreativem auszuschalten. Mein Ziel ist die Annaberger Keramikwerkstatt. Hier habe ich einen Anfängerkurs gebucht. Also ich muss sagen, ich bin jetzt künstlerisch nicht so mega begabt. Also ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, ich bin Alexandra. Hallo Lisa. Hi. Was möchtest du drehen? Auf der Topferscheibe, du kannst beispielsweise die Tasse, Schale, Becher oder Teller drehen. Dann eine Tasse vielleicht? Und jetzt du? Okay. Hände nass machen. Zum Glück warm das Wasser. Ja. Okay. Ja. Arme immer auf den Beinen halten, ganz gut drücken in Beine. Mit rechter Hand ziehst du zuerst zu dir, mit der rechten Hand so. Jawohl, ja, du ziehst zu dir. Ich habe das Gefühl, ich habe zu kleine Hände. Nee. Und mit linker Hand, du drückst nach unten. Oh, ach so. Okay. Mit Topfer arbeiten 2 Hände.
Ja, das ist schon gut, das ist schon fast fertig. Jetzt langsam Hände weg. Und die Tasse hat ein Loch, du musst auch ein Loch zuerst machen. Für das mit Zeigefinger. Ein kleiner Tipp, wer daheim genauso kreativ werden möchte, es gibt auch Töpfersets für zu Hause, mit denen man ganz ohne Drehscheibe und Brennofen auskommt. Wenn du bewegst, so, das bedeutet ein bisschen zu viel drückst du. Okay. Und nochmal, danach kann deine Tasse noch hocher sein. Na, sie eiert schon wieder. Alles gut. Man Ja. merkt auf jeden Fall, dass jede kleinste Bewegung dieses ganze Konstrukt andere- zerstören kann. Die Tasse ist ja fast fertig, fehlt nur noch ein Henkel. Oh no. Das war zu stark. Ne? Oh no. Nee, alles gut, es gibt noch Ton. Puh, Glück für mich. Also, neuer Henkel dran. Und tada! So, erste Gefäß ist schon fertig. Dankeschön. Und du kannst. Naja, ist nicht perfekt, aber kann sich doch durchaus sehen lassen fürs erste Mal, oder? Aber ganz schöne Form. Ich weiß nicht, warum nicht perfekt ist. Handwerk hat im Erzgebirge eine lange Tradition. Wer Lust hat, kreativ zu werden, findet hier zahlreiche Möglichkeiten. Neben Töpferkursen gibt es beispielsweise auch Klöppel, Kerzen oder Schnitzkurse. Ich forme jetzt noch einen Teller. Ich hätte meinen Bizeps trainieren sollen. Ja, das ist Fitness. Das ist schon anstrengend. Aber du machst ganz gut. Wirklich. Aber wollte ich doch zur Ruhe Jetzt kommen. noch mehr nach unten. Also ich finde es krass, ich hätte es mir nicht so vorgestellt. Tatsächlich, ich dachte, man kommt so mehr in diese meditative Stimmung. Aber man muss sich doch ganz schön doll konzentrieren und vor allem muss man ganz schön viel Kraft aufwenden. Also wie ruhig ich wirklich bin, gucken wir dann gleich mal mit der Uhr. Aua, das schneidet ganz schön in meinen Finger rein. War vielleicht doch nicht so eine gute Idee, den Teller zu wählen. Sehr gute Idee, weil kannst du später sehr schöne Muster machen. Mit Klöppelspitze. Okay. So. Zweite Mal wird schon leichter. Der Einsteigerkurs kostet 89 €. Dafür gibt es 1,5 Stunden betreutes Arbeiten an der Drehscheibe und am Ende bis zu 4 eigene Unikate. Das heißt, es muss jetzt erstmal Trocken, ja, ungefähr bis eine Woche. Und danach ich brenne erstes Mal mit 1000 Grad und glasiere mit Wunschglasur und brenne zweite Mal schon mit 1250. Das bedeutet, du kannst die Spülmaschine abwaschen. Ah, okay, perfekt. Und dann habe ich ein neues Frühstücksservice. Ja. Was sagt eigentlich mein Puls nach diesem semi-entspannten Töpferkurs? 84. Das muss doch noch entspannter gehen. Ich fahre nach Raschau-Markersbach, das liegt etwa 20 Kilometer von Annaberg-Buchholz entfernt. Eine Aktivität habe ich noch vor mir und vor allem eine letzte Chance, meinen Puls so richtig runterzufahren. Hallo! Willkommen! Komm rein! So. Oh, schön. Komm einmal rein. Ja, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Bei dir zu Hause. Hast du Lust? Ja, aber ganz, ganz wichtige Frage noch. Um so richtig zu entspannen, muss ich mich noch umziehen? Ich habe eine Jogginghose bei. Du kannst dich gerne umziehen, so dass du wirklich was Bequemes für dich anhast, wo du die nächsten 60 Minuten ganz entspannt Ich glaube, um die liegen kannst. vollkommene Entspannung wirklich zu haben, brauche ich eine Jogginghose. Mach das. So. Bist du ready? I'm ready. Oh, krass. 102. Das ist ganz schön viel. Das ist relativ hoch, ja. Vielleicht ist das noch die Aufregung. Das kann sein. Ja, aber jetzt geht er langsam runter. Also ich glaube, jetzt langsam komme ich an. Alles gut. Sehr schön. Sophie, magst du mir einmal ganz kurz erklären vorher, was wird das jetzt für Auswirkungen auf meinen Körper haben? Also die Auswirkungen vom Soundbath sind eigentlich relativ unterschiedlich, aber der Haupteffekt ist wirklich, dass du total tiefenentspannt hier rausgehst, ja? Dass dein Puls sich reguliert, deine Atem- und deine Herzfrequenz, dein Cortisolspiegel soll gesenkt werden.
Es können sich die Muskeln entspannen, es können auch emotionale Blockaden gelöst werden. Also es ist sehr vielschichtig, je nachdem, wie dein Körper halt darauf reagiert. Aber hauptsächlich ist es wirklich dafür da, dass dein Nervensystem mal so richtig runterkommt und du wirklich in eine richtig tiefe Entspannung kommst. Das klingt erstmal ganz gut. Ja. Ich bin gespannt. Ich habe ja auch noch eine Challenge zu erfüllen. Okay. Dann kann es losgehen. So, dann pass mal auf. Genau. Vorsicht, geht ein bisschen abwärts. Dann einmal deine Arme hier hinten rausnehmen, dann hältst du dich hier oben an dem äußersten Rand fest. Ja. Sophie hat sich in ihrem Zuhause eine kleine Wohlfühloase geschaffen. Es ist erstmal ein bisschen eng, ja, aber das wird. Okay. Ja, also wie gesagt, du kannst die Arme auch hinten raushängen lassen, wenn das bequemer für dich ist. Richte dich erstmal ein. Also momentan fühlt sich das wirklich noch sehr eingeengt an. Ja, aber das wird sich dann noch ändern. Wenn irgendwas ist, dir irgendwas unangenehm sein sollte, dann sag gerne Bescheid. Also du kannst dich jederzeit melden. Okay. Okay? Dann heiße ich dich jetzt herzlich willkommen zum Soundbath. Du darfst jetzt mal einen ganz tiefen Atemzug ein- und ausnehmen. Und nimm nochmal ganz bewusst deinen Atem wahr, wie die Luft durch deine Nase ein- und ausgeht. Lass alle Gedanken einmal davonziehen und genieß die nächsten 60 Minuten in deinem Soundbath. Ich gönne mir heute ein 1:1 mit Sophie. Das kostet 99 €. Gruppenkurse werden aber auch angeboten, die gibt es für 30 €. Dann atme noch mal ganz tief ein und aus. Bewege ganz langsam deine Füße, deine Beine und deine Arme, deine Hände. Und dann komm ganz langsam zurück ins Hier und Jetzt. Guten Morgen. Geht's dir gut? Ich bin ein bisschen verdattelt. Also ich muss sagen, ich habe nicht geschlafen, ich war aber kurz davor, tatsächlich. Ich musste mich erstmal an die Tuchsituation gewöhnen. Ja. Nee, aber es war echt cool. Danke dir. Sehr gerne. Ich würde sagen, das ist der perfekte Zeitpunkt, um mal meinen Puls zu messen. Mhm. Challenge bestanden. Okay, zugegeben, der absolute Ruhepuls ist es nicht, aber immerhin deutlich besser als die vorherigen 102 Schläge pro Minute. Leute, das war Entspannung pur. Hier im Erzgebirge habe ich gelernt, auch der Winter kann super einladend sein, mal vor die Tür zu gehen, die Natur zu genießen, seine kreative Ader auszuleben oder sich auch einfach mal treiben zu lassen. Und wenn ihr jetzt noch mehr Tipps braucht, wo die nächste Reise hingehen soll, dann klickt euch mal hier rein oder hier rein.